Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie lange ich dieses Theater noch durchhalte. Vanessa, die hält uns für das Traumpaar schlechthin. Und ich habe nicht vor, ihr diese Illusion zu nehmen. Wie gesagt, den Abgabetermin kann ich eh nicht mehr einhalten. Ich helfe dir beim Schnitt. Du. Ja, zusammen mit Felix. Der weiß, wie sowas geht. Was hast du gegen ihn? Nichts! Dann erklär uns bitte, warum du ihn so abweisend behandelst. Da muss es doch einen Grund für geben. Es mag ja sein, dass ich Konstantin nicht herzlich genug empfangen habe. Aber nach all den Jahren, ja, da fällt uns der Umgang miteinander nicht leicht. Das ist ja wohl nicht so schwer nachzuvollziehen. Konstantin ist inzwischen in Italien zu Hause. Warum hast du ihn überhaupt bei Tante Carlotta gelassen? Mein Gott, das wisst ihr doch. Der Junge hat nach Francescas Tod eine Mutter gebraucht. Er war gerade 6 Jahre alt. Damals hielten wir das für die beste Lösung. Und danach? Warum hast du ihn nicht mehr besucht? Jetzt ist Konstantin jedenfalls kein kleines Kind mehr. Er sucht nach seinen Wurzeln und will seine Familie kennenlernen. Das darfst du ihm nicht verwehren. Darum geht es doch überhaupt nicht. Vielleicht sollten wir alle zusammen mal in Ruhe mit Konstantin darüber reden. Nein! Gleich mache ich dir was zu fressen, Gizmo. Hallo Gizmo. Na, wie war's beim Tierarzt? Alles im grünen Bereich? Keine Tollwut? Er ist kerngesund und super lieb, tierärztlich bescheinigt. Bist du kein getarnter Kampfhund? Dann verrat mir doch mal bitte, was du gegen Herrn Berg hast. Er hat uns alle aus dem Bunker gerettet. Dem darf man nicht einfach so in die Hose beißen. Wer weiß, wonach der gerochen hat. Vielleicht hat ja Berg Katzen zu Hause oder so. Hast du denn schon überlegt, wie wir seinen Besitzer finden? Oh, nicht wirklich. Das ist doch... Er war tatsächlich noch mal im Bunker? Ja. Wäre doch schade um das schöne Material gewesen. Außerdem wollte ich die Ausrüstung meiner Mutter da nicht unbedingt verschimmeln lassen. Mich würden halt keine 10 Pferde noch mal reinbringen. Ja, ein bisschen Schiss hatte ich auch, aber Andi hat mich gezwungen. Also wenn es um die Zukunft seiner Freundin geht, kennt er kein Pardon. Geh's mal, komm. Und genau deshalb müssen wir uns noch ranhalten und die Aufnahmen checken. Du hilfst mir noch, den Bewerbungsfilm für Nico fertigzustellen? Ja, klar. Ja, dann los. Ich war nach Francescas Tod nicht in der Verfassung, mich so um den Jungen zu kümmern, wie es nötig gewesen wäre. Ja, ich weiß. Mein Gott, er hing so an seiner Mutter. Carlotta und ich waren uns einig, dass er bei ihr in Italien am ehesten über diese Tragödien wegkommt. Ein Kind sieht es möglicherweise anders. Glaubst du nicht, Konstantin hätte sich mehr von seinem Vater und seinen Geschwistern gewünscht, als ab und zu ein paar Briefe oder Geburtstagsgeschenke? Ja, vielleicht. Das war mit Carlotta so abgesprochen. Wieso? Um ihn zu schützen. Ich mache dir ja keine Vorwürfe. Ich versuche nur, mich in die Lage deiner Kinder zu versetzen. Fällt es dir deshalb so schwer, auf ihn zuzugehen, weil er dich so sehr an Francesca erinnert? Cecil, bitte! Bitte! Ich habe im Moment wirklich, weiß Gott, genug am Hals. Unterstell mir bitte nicht Probleme, wo keine sind. Liebster Daddy, in den letzten Tagen habe ich sehr viel an dich denken müssen. Ich habe mit Jana und ein paar anderen Freunden ein kleines Abenteuer erlebt. Schreibst du an deinem Vater? Ja, aber ich krieg's nicht hin. Wie soll ich ihm von dem Bunker und meinen verletzten Bein erzählen, ohne dass er sich totale Sorgen macht? Du hast ganz schön was mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten hätte.
gleich nach der Entführung wieder eingeschlossen, dazu noch die ganze Zeit im Dunkeln. Ich habe schon gedacht, wir kommen da nie wieder raus. Aber du hast es geschafft. Ich habe nach der Entführung was gelernt. Man sollte immer weiter kämpfen. Du bist nämlich stärker und tapferer, als du denkst. Danke, Carla. Und was den Brief an Bernd angeht, da fällt uns bestimmt später zusammen noch was ein. Hallo. Hi. Fühlst du dich heute? Schon besser? Tja, dann wollen wir mal sehen, ob dein Bein derselben Meinung ist. Kleiner Ärztewitz. Leonhard, glaubst du eigentlich, dass wir Vater noch umstimmen können? Cecile tut bestimmt auch, was sie kann. Vielleicht kann sie Vater noch umstimmen. Hoffentlich. Etwas Unterstützung ist wirklich das Mindeste, was wir Konstantin schuldig sind. Du kannst wirklich von Glück sagen, dass Andi als Ex-Sanitäter perfekte Erste Hilfe geleistet hat. Keine Anzeichen einer Infektion. Die Wunde heilt perfekt. Liegt alles an der guten Pflege. Da habt ihr euch echt ein nettes Experiment einfallen lassen, Nico und du. Gibt's denn was Schöneres als den Tod Seite an Seite mit seinen besten Freunden? Wir hatten echt tierisches Schwein, dass seine Mutter und dieser Typ uns da rechtzeitig gefunden haben. Aber was das Filmmaterial betrifft, hat sich die Aktion voll gelohnt. Damit hat Nico alle Chancen, in der Kunsthochschule aufgenommen zu werden. Ach, das heißt, du könntest was daraus machen? Ich habe keinen Schimmer, was Nico sich genau vorgestellt hat. Ich kann ihr ganzes Projekt komplett verhunzen. Dann mach dir mal keinen Kopf drum. Was suchst du? Die Lösung für dein Problem. Was soll das sein? Das hier ist das Storyboard und die Konzeptidee. Hieraus erkennst du genau, wie sich Nico den Film vorgestellt hat. Also wenn der Heilungsprozess weiter so gut verläuft, kannst du in 2, 3 Wochen wieder durch den Park joggen. 2 Wochen? Aber das Rumliegen hier nervt mich jetzt schon. Und wenn ich mir ein Taxi in die Stadt nehmen würde, direkt bis zur Tür von No Limits. Auf gar keinen Fall. Du musst dein Bein auf jeden Fall noch schonen. Aber du hast doch bestimmt ein paar interessante Bücher für die Uni zu lesen, hm? Leonhard, ich finde, wir sollten noch mal mit Vater sprechen. Dann kümmer du dich am besten um unsere etwas unterforderte Patientin und ich schau noch mal bei Vater rein. Finde ich toll, wie ihr euch für euren Bruder einsetzt. Ich habe mir auch immer Geschwister gewünscht. Das ist aber nicht immer einfach. Trotzdem. Wenn Dad aus dem Gefängnis zurückkommt, vielleicht wird dann aus uns 3 ja auch eine richtige Familie. Du vermisst ihn doch auch sehr, oder? Ja, natürlich. Vater? Carla und ich, wir meinten das vorhin ernst. Du kannst Konstantin nicht einfach wieder... Ich habe mich doch klar und deutlich ausgedrückt, oder? Gib dem Jungen doch wenigstens eine Chance. Lass ihn hier bleiben, wenigstens für ein paar Tage. Und was ist mit dem Internat? Er hat doch nicht mal Ferien. Ja, dann rufst du eben da an. Wo ist das Problem? Und worauf soll das bitte hinauslaufen? Dass der Junge aus seiner gewohnten Umgebung gerissen wird. Wäre das denn so schlimm? Er ist hier geboren. Er gehört hierher. 2 Jahre vor dem Abitur sollte er nicht noch einmal die Schule wechseln. Also ich denke, Konstantin ist wirklich alt genug. Es bleibt dabei. Konstantin fliegt mit der nächsten Maschine nach Italien. Basta! Hast du die Szene gerade rausgeschmissen? Ich kann nicht alles einbauen. Aber die war gerade geil. Da kam total Panik auf. Steht das so in Nikos Storyboard? Nein. Na also. Ich kann da immer noch nicht hinschauen. Das war echt Horror pur. Sag mal, willst du nicht den Soundtrack für den Film beisteuern? Vergiss es, nicht für so einen Horrorstreifen. Das musst du auch nicht. Dabei sein war schon hart genug. Die hat mir die Angst kaum angesehen. Nein, ehrlich, ich bin total froh, dass du die Nerven behalten hast. Stimmt doch, oder? Ja, das stimmt. Ich meine, wärst du nicht so cool geblieben, hätten wir uns wahrscheinlich bis aufs Blut um das letzte Wasser gestritten. Ach,
Ich wusste nur, dass Jana mit ihrem Fieber verdursten konnte. Ohne dich wären wir da nicht lebend rausgekommen. Vanessa, was machst du da? Du gehörst ins Bett. Ich kümmere mich um sie. Ich langweile mich da oben zu Tode. Entschuldige bitte, ich musste gerade ein wichtiges Telefonat führen. Sei vernünftig. Je weniger du dein Bein belastest, desto erst die Wunde verheilt. Hm? Komm, wir gehen wieder nach oben. Ja. Ich helf dir. Doch, pass doch auf. Sonst sind wir beide noch im Krankenhaus. Ach, so wird das nie was. Willst du jetzt auf halber Strecke schlapp machen? Ihr könntet endlich mal einen Aufzug installieren. Na klar. Und was machen wir bis dahin? Oh, Arm in Arm, welch trauter Anblick. Na, die Tochter passt doch besser zu dir als der Vater. Hättest du nicht vom Pferd fallen können? Carla, ich wünsche dir doch nur das Beste. Viel Spaß noch beim Händchenhalten. Was sollte das jetzt? Danke, die sind echt schön. Jetzt guck mich doch nicht an wie so eine Schwerkranke. Das Fieber ist auch schon fast wieder weg. Na Gott sei Dank. Ich darf gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn sie uns auch nur 1, 2 Tage später gefunden hätten. Guck mal, der Bunker hatte im Nachhinein sogar was Gutes für sich. Ja, was denn? Na, jetzt wissen wir wieder, dass wir uns aufeinander verlassen können. Naja, so gesehen. Was ist eigentlich mit deiner Bewerbung für die Kunsthochschule? Ein Satz mit X. Aus der Kunst und mir wird nix. Ist das dein Ernst? Das heißt, die ganze Aktion war umsonst? Jana, ich habe euch alle in Lebensgefahr gebracht. Soll ich daraus jetzt auch noch Profit schlagen? Und was sagt Andi dazu? Ist doch egal. Für dich, Andi. Wenn man vom Teufel spricht. Danke. Ja? Hi, kommst du nachher noch vorbei? Naja, wenn du nicht wieder mit dieser blöden Bewerbung anfängst. Wird mir nicht leicht fallen. Aber ich muss dir unbedingt was zeigen. Ach ja? Na gut, dann bis später. Telepathie der Verliebten? Hallo, Konstantin. Hallo. Ich habe dich gesucht. Hier war früher mein Geheimplatz. Hier habe ich immer an Mama gedacht. Ich weiß. Hier haben früher Walderdbeeren gewachsen. Mama und ich haben sie immer heimlich gepflückt. Davon hat sie mir aber nichts erzählt. Wir haben ja auch gesagt, das erzählen wir niemandem. Das war unser Geheimnis. Du vermisst sie immer noch sehr, stimmt's? Und du? Hast du sie geliebt? Ich habe sie sehr geliebt, Konstantin. Und ich liebe sie immer noch. Warum? Hat dir Tante Carlotta etwas anderes erzählt? Nein. Mir kommen nur manchmal Zweifel. Wieso? Schließlich hast du mich einfach nach Italien abgeschoben. Herr Graf? Konstantin, Entschuldigen Sie bitte. Ein Anruf aus der Holding. Es sei dringend. Ja. Bis später.
kommen wohl im falschen Moment. Mein Vater mag mich offenbar nicht besonders. Natürlich mag er dich. Er kann das nur nach der langen Zeit nicht ganz so gut zeigen. Deine Geschwister und ich, wir sind auch froh, dass du da bist. Und wir würden dich gern besser kennenlernen. Bringen Sie uns das Essen bitte nach oben. Danke, Viktor. Ich hätte schon gern mit den anderen gegessen. Hast du heute nicht schon genug Gleichgewichtstraining auf der Treppe gehabt? Den Weg hätte ich schon irgendwie hingekriegt. Vanessa, ich verstehe, dass du dich langweilst, aber dir liegt doch nicht viel daran, mit Ansgar zu essen, oder? Ich lasse mich auf jeden Fall nicht von ihm kleinkriegen. Wir müssen ihm zeigen, dass wir zu Daddy stehen. Das sind wir Dad schuldig. Es wäre unklug, Ansgar weiter zu provozieren. Das könnte auch für deinen Vater übel ausgehen. Was soll Ansgar ihm denn noch antun? Vanessa, ich will mich heute einfach nicht mehr streiten. Okay. Sie ist in den Hungerstreik getreten? Mhm. Und das hat sie auch so lange durchgezogen, bis sie umgekippt ist. Nico wollte auf keinen Fall ins Internat. Ganz schön krass. Ja, es ist bestimmt nicht der klügste Weg, aber danach haben Johannes und Nico sich zusammengerauft. Und er hat eingesehen, dass sie genauso ein Sturkopf ist wie er. Tja, und mittlerweile kümmert er sich sehr gut um sie. Auch wenn sie es ihm nicht immer leicht macht. Ja, er hängt ziemlich an ihr. Habe ich schon gemerkt. Ja, aber wie du siehst, haben die beiden auch eine Weile gebraucht. Also gib Johannes ein bisschen Zeit. Er ist ein sehr guter Vater. Tja, das Abendessen haben wir verpasst. Soll ich uns eine heiße Suppe organisieren? Solange es keine Minestrone ist. Wie wär's denn mit Linseneintopf? Super. Das ist Oscar-reif. Ich habe nur Nikos Konzept umgesetzt. Sie nimmt dich garantiert mit nach Hollywood. Du kommst genau richtig. Klingt nach Überraschung. Schon wirklich. Film ab. Da bewegt sich gar nichts. Verdammt nochmal, wir kriegen die Tür alleine überhaupt nicht mehr auf! Ihr habt das Material doch geholt und bearbeitet? Exakt nach deinen Plänen. Hast du mir nicht versprochen, nie wieder von dieser Kunsthochschule anzufangen? Kleine Notliege. Ja. Soll ich etwa zusehen, wie du diese Riesenchance einfach so in den Wind schießt? Ich meine, das Material hier, Nico, das ist Spitzenklasse. Euch ist hoffentlich klar, dass ich das trotzdem nicht verwenden kann. Nicht nach allem, was passiert ist. Nico, also um uns musst du dir keine Sorgen machen. Wir sind uns alle einig. Wenn du es an die Kunsthochschule schaffst, hatte das ganze Elend wenigstens einen Sinn. Guck den Film wenigstens mal an. Carla? Was ist denn? Ich hatte einen Albtraum. So schlimm? Ich war in einem ganz langen, dunklen Gang und ich habe Daddy gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Es war total finster und ich wusste nicht mehr weiter. Die Zeit im Bunker war bestimmt schrecklich für dich. Carla? Kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Was? Ich krieg sonst bestimmt kein Auge mehr zu. Also das bestimmt nicht. Du bist doch kein kleines Kind mehr. Für manche ist der Spaß schon bei 8 Windstärken vorbei. Du hast kotzend über die Reling gehangen. Daran kannst du dich noch erinnern? Du wolltest das wohl lieber vergessen, hä? Oh, so spät noch auf? Ja, wir haben ja auch eine Menge nachzuholen. Und das habt ihr euch alles für heute Nacht vorgenommen? Ich möchte dich was fragen. Hör mal zu. Ich würde gerne noch ein paar Tage bleiben. Kannst du das Tante Carlotta sagen? Komm schon, Vater. Einverstanden. Unter einer Bedingung. Mit Tante Carlotta telefonierst du selbst.
Du wirst dir einiges erklären müssen. Das biege ich schon hin. Ich werde ihn besser mal bremsen, sonst klingelt er Tante Carlotta noch heute Nacht aus dem Bett. Das ist eine gute Entscheidung. Cecile, Ihr habt euch jahrelang nicht gesehen. Jetzt habt ihr wenigstens für ein paar Tage die Möglichkeit, euch wieder näher zu kommen. Hanna. Wow. Das habt ihr prima hinbekommen. Ja, also damit rollt ihr die Bewerbungskommission den roten Teppich aus. Daraus wird wohl trotzdem nichts. Nico, das mit den Gewissensbissen hatten wir doch. Darum geht es nicht. Morgen endet die Abgabefrist und bis dahin muss ich alle Bewerbungsunterlagen fertig haben. Wo ist das Problem? Dann legen wir eben eine Nachtschicht ein. Selbst die hilft mir nichts mehr. Ich hätte einen Termin vereinbaren müssen für ein Vorstellungsgespräch. Für morgen? Super. Dann war das wohl alles für die Katz. Bleib mal schön cool. 11:30 Uhr? Dein Vorstellungstermin. Ich kenne noch die Bewerbungsregeln. Wow, ihr seid... Du bist das. Warum bist du denn nicht schon längst im Bett? Ich kann nicht schlafen. Was machst du mit diesen Zeichnungen? Wo hast du die her? Die sind aus dem Buch gefallen. Was fällt dir ein, in meinen Sachen rumzuschnüffeln? Das geht dich doch überhaupt nichts an. Und so geht es weiter. Hanna. Kennt Carla denn gar kein anderes Motiv? Oh, Verzeihung, ich störe wohl. Nein, ganz und gar nicht. Wir üben gerade Aktzeichnen. Das ist nicht zu übersehen. Andi, jetzt stell dich bitte wieder hin. Wie war denn jetzt die Position? Wo